I love football and I always want to be playing, and it was kind of frustrating to, sit back and watch the boys. Herzlich willkommen vom BVB-Trainingsgelände zu eurem Spieltagsrückblick am Tag nach dem 2:0 Erfolg über Union Berlin. Ein Spiel mit einigen Comebacks. Marco Reus hat nach über 5 Monaten wieder sein so beliebtes 1:0 erzielt. Lukas Piszczek hat nach knapp 3 Monaten mal wieder 90 Minuten in den Knochen. Und nach knapp 2 Monaten ist Jadon Sancho endlich wieder zurück auf dem Platz. Alle 3 Borussen hören wir heute noch in der Sendung und starten direkt mit dem Rückkehrer Jadon Sancho, der damit gleichzeitig gestern sein 100. Bundesligaspiel für Schwarz-Gelb absolvierte. Yeah, it feels very good. I've been out for a long time and I couldn't wait to get back on the pitch, and I'm happy that I came on and we secured the 3 points that we needed. Yeah, it was frustrating, because I love football and I always want to be playing, and it was kind of frustrating to, sit back and watch the boys, but, I was working hard in the period when I was in Dubai, and I got back, kept on training very hard. The goals are to get a qualification for Champions League and win Pokal. That's the main goals, and I think that the fans deserve this, and they've been waiting a long time for a cup, and I think it's about time that this year we bring a trophy home. Da strotzt jemand nur so vor Energie und Zielen. Das hören wir natürlich gerne und hoffen alle, dass Jadon im Saisonendspurt noch ein echter Trumpf für Schwarz-Gelb ist. Kommen wir damit zu Lukas Piszczek, der gestern sein erstes Bundesligaspiel über die volle Distanz seit knapp 10 Monaten absolviert hat. Auch darüber haben wir gestern noch mit ihm gesprochen. Super für mich, weil lange habe ich keine 90 Minuten gemacht, also gegen Paderborn, den Pokal. Und ja, letzten Sonntag habe ich gegen Bremen 45 Minuten abgeliefert und heute darf ich rein für 90 Minuten. Ich freue mich aber vor allem, dass wir heute zu 0 gespielt haben und dass wir das Spiel gewonnen haben, weil das sehr wichtig war für die Tabelle für uns. Übrigens, lieber Edin, jedes Mal, wenn Piszczek in dieser Bundesliga-Saison auf dem Rasen stand, 8 Mal war das der Fall, hat der BVB das Spiel am Ende gewonnen. Könnte ja auch noch ein Trumpf im Rennen um die Champions-League-Quali sein. Da halten wir Schritt mit Wolfsburg und Frankfurt, die ebenfalls erfolgreich waren. Und bevor ich mich jetzt mit Marco unter anderem über seinen Führungstreffer unterhalte, hören wir uns die beiden Tore von gestern nochmals im Netradio an. 27. Minute. Erling Haaland mit seinem 3. Elfmeter in der Bundesliga und Lute hält. Haaland ist da. Nachschuss. Tor. Reus. Marco Reus mit dem 1:0 für den BVB. Erst scheitert Haaland an Lute, scheitert mit dem Nachschuss an Lute und der Ball ist dann immer noch frei und Marco Reus ist da und trifft zum 1:0 für den BVB. Erling Haaland, der geht mit schnellen Schritten. Julian Brandt kann sich das sehr schön durchsetzen auf der rechten Seite. Jetzt das Tor! Da ist das Tor! Da ist das 2:0 durch Rafael Guerreiro. Der macht den entscheidenden Treffer. Das sollte die Entscheidung sein gegen ein starkes Union Berlin. Kommen wir damit zu Marco Reus, oder wie er von uns häufig genannt wird, Mr. 1:0. Zum Glück in keiner Weise verwandt mit Mr. 3:1 aus der Werbung. Denn Marco hat wirklich Ahnung vom Kicken, wie er gestern erneut bewiesen hat. Marco, lass uns direkt über das 1:0 sprechen. Edin hat vor dem Elfmeter relativ energisch und lautstark bis auf den Stadionvorplatz brüllend Marco, Position reingerufen. Du hast durch Gestik relativ klar gemacht, ganz ruhig, ich weiß schon, was ich mache. Erklär doch mal deinen Positionsplan vor dem Elfmeter und wie du dann das Tor erlebt hast. Ja, in erster Linie haben wir erstmal darum gesprochen, weil wir ein bisschen Probleme hatten beim Anlaufen und wie wir es besser machen können. Und da haben wir uns einfach darüber unterhalten. Und wir wussten schon, oder wir haben schon gesehen und ich habe schon gesehen, dass es noch ein bisschen dauert, bis der Elfmeter wirklich ausgeführt wird. Und dann habe ich mir halt eine x-beliebige Position quasi ausgesucht und bin laut der Bilder ein bisschen sogar zu früh reingelaufen. Aber hatte dann das Glück, dass der Ball dann irgendwie zu mir gekommen ist und der Gegenspieler hat mich dann angeschossen und so ging der Ball rein. 2:0 gewonnen, ohne Rückstand, ohne Gegentor, ohne eine Führung verspielt zu haben.
Das klingt recht einfach, recht locker, aber das war es ganz und gar nicht. Beschreib doch mal, wie du diese 90 Minuten erlebt hast. Ja, Union, so wie man es gestern gesehen hat und wir haben es auch erwartet, war sehr, sehr harter Gegner, spielen taktisch wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau und haben auch gute Einzelspieler dabei. Und sie haben uns immer vor Probleme gestellt. Es war relativ schwierig, sie aggressiv anzulaufen, weil dann im Endeffekt Max Kruse sich auch noch fallen lassen hat. Und so haben wir dann ein bisschen, nicht viele Lücken gehabt, aber es war halt schwierig, sie zu pressen. Aber wir haben dann gesagt, dass wir einfach ruhig bleiben sollen, dass wir sie nicht unnötig am 16er pressen müssen, sondern dass wir einfach auf die Fehler auch warten können. Und ich denke, dass wir im Endeffekt, natürlich hatten sie in der ersten Minute direkt eine Riesenchance, wo es dann auch direkt nach hinten losgehen kann. Aber ich glaube, dass wir zum Glück endlich mal wieder zu Null gespielt haben und dass wir immer vorne unsere Tore machen können, das wissen wir. Und die haben wir dann auch gemacht und es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Jetzt ist man mit 2 Siegen in diese englische Woche gestartet, aber hat alles natürlich nur ein Stück weit Sinn, wenn man es jetzt natürlich noch veredelt im direkten Duell mit Wolfsburg und dann vielleicht auch schon mal vorausschauen, das nächste Bundesligaspiel ist dann das Wichtige auch gegen Leipzig. Was macht dich denn jetzt optimistisch? Jayden kommt auch noch jetzt zurück, dass wir diese Konstanz, die wir so oft angesprochen haben, jetzt mal an den Tag legen, um diese Siege auch einzufahren. Ja, einiges. Also wir brauchen nicht drum herum reden, dass wir in Wolfsburg gewinnen müssen und auch wollen. Wir haben 5 Punkte Rückstand auf sie. Wir haben natürlich auch noch schwierige Partien vor uns. Das hat aber Wolfsburg und Frankfurt auch. Und es wird einfach darauf ankommen, dass wir das Spiel gewinnen. Wie gesagt, in diesem Stadion, wo wir uns gerade befinden, ist es nicht wichtig, wie schön du sie gewinnst, sondern dass du sie gewinnst, weil das am Ende 3 Punkte gibt. Und ist, denke ich, noch alles offen. Wir sind natürlich unter Zugzwang, aber das wussten wir vor 3, 4 Spielen auch, dass wir alle gewinnen müssen. Bis jetzt haben wir es geschafft und wir müssen jetzt gut regenerieren und wollen natürlich in Wolfsburg das Spiel auch gewinnen. Dann machen wir auf den Sieg gegen Union Berlin den Deckel drauf. Volle Konzentration auf das ganz, ganz wichtige Spiel in Wolfsburg. Die Wölfe haben übrigens in den letzten 8 Spielen gegen uns nicht getroffen. Hoffen wir also auf ein 0-9:0, um diese englische Woche idealerweise mit 0-9 Punkten abzuschließen. Mit diesem Wunsch verabschiede ich mich hier vom BVB Trainingsgelände. Euch eine schöne Restwoche und bleibt gesund.